willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein praktisches Beispiel. Sagen wir mal, ich habe hier mal schon mal was vorbereitet. Eigentlich kennt jeder dieses Problem, der ein wenig mit Videofiles zu tun hat und diese entweder selber rippt oder irgendwo runterlädt. Dann gehen wir in das Verzeichnis Video. Ja, das gibt es natürlich nicht, das heißt Videos. Immer schön die Tab-Taste benutzen. Ach, wir haben vergessen unsere Tasten hier. Kombinationen, die kommen sofort. Da sind unsere Tasten. So. Wir haben, sagen wir mal, eine TV-Serie. Ob nun runtergeladen oder selbst gerippt, ist egal. Jeder, der einen NAS hat, wird das Problem haben. Wenn man mit einem NAS und einem Media Center arbeitet, ist es oft so, dass die Dateien selber entweder vom Programm, mit dem sie gerippt wurden, oder halt aus dem Internet in eigenen Verzeichnissen kommen. Unter anderem hat man folgende Struktur, wie hier zum Beispiel unsere Serie 1, dass dort dann die Seasons aufgezählt sind und dann auch noch hier extrem jede Episode in einem eigenen Verzeichnis, E01, so, da sehen wir E01 MP4. Da wäre unsere Serie. Das ist natürlich suboptimal. Interessant sind natürlich die Verzeichnisse für die Seasons, die könnte man behalten, aber sicherlich nicht die für die Episoden. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen CD Serie 1, Season 1, ls cd E01, move E01 MP4 nach Punkt. Das lassen wir mal, denn das müssten wir für jede Folge einzeln machen. Auch die Vereinfachung mit dem Midnight Commander ist nicht viel einfacher, denn ganz ehrlich, wenn ich hier jedes Mal F5 drücken muss, beziehungsweise, Entschuldigung, F6 zum Verschieben, bin ich morgen noch nicht fertig. Und dann noch die ganzen Verzeichnisse löschen, das ist, nee, das lassen wir mal ein Skript machen. Also, ich würde ein Skript basteln, was mir hier alle Dateien rausholt aus den Verzeichnissen und in diesem speichert und die leeren Directories gleich löscht. Wie machen wir das? So, dann gehen wir aus dem Midnight Commander raus. Hier. Also wir wollen aus den ganzen Verzeichnissen alle Dateien rausholen und in dieses Verzeichnis speichern. Ja, ich würde sagen, damit könnten wir mit Find arbeiten. Find sucht Dateien, und zwar, das Schöne an Find ist, Find im aktuellen Verzeichnis. Ich kann einen Typ eingeben. Type File. So, da sind meine MP4-Dateien alle. So, und die würde ich ja gerne ein Level raufholen. Das heißt, ich könnte theoretisch sagen, MV, ja, MV was? Das Gefundene. Und dafür gibt es einen speziellen Befehl, der nennt sich xargs. Der sorgt dafür, dass die gefundenen Elemente an ein weiteres Programm übergeben werden können. Beziehungsweise, so, MV nach Punkt. Nee, nach hierher. So, und jetzt haben wir ein Problem. Achso, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, das muss -t heißen. Nach Punkt. So. Oh, es hat funktioniert. Es hat gut funktioniert, so wie ich das sehe. Allerdings, wenn wir eine Datei mit einem Leerzeichen drin haben, funktioniert es nicht mehr. Ich zeige euch das mal. Sagen wir mal, ich würde sie alle umbenennen. Rename, gibt es das hier? Jo, es gibt Rename ist drauf. Also Rename Stern, nein, Rename -nv. Wir wollen noch nichts renamen, wir wollen erstmal sehen, was er uns macht,
Das sollte man bei Rename immer machen. Und zwar suchen wir nach einem E in Dateinamen und ersetzen das durch S01 sind wir gerade, Leerzeichen E und die Nummer soll bleiben. Und das Ganze soll gelten für alle Dateien .mp4. Ups, was haben wir hier gemacht? Ah, NV ist unknown, also -n. So, also er würde alle ersetzen. Das ist gut, das machen wir. Das machen wir jetzt ohne n, dann macht er das automatisch. So. Um das mal auszuprobieren, werden wir erstmal S01 E01 nach E01 schieben und sagen wir mal S02 auch, also Episode 2 auch. MV S01 Episode 02 nach E02. So, dann sind die beiden nicht hier. Gehen wir wieder zu unserem Find-Befehl. Da ist er. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nicht möglich. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Ich scrolle mal ein bisschen hoch. So, E01, S01 nicht möglich. Datei und Verzeichnis nicht gefunden. Und natürlich, Datei S01 gibt es nicht. Die heißt S01, E01. Genauso hier. Hier. So. Die anderen Fehler kommen davon, dass wir die Dateien, wie wir sehen hier, immer mit einem Leerzeichen wird es direkt hier unterbrochen. Also wollen wir uns mal angucken, was uns den Find jetzt liefert. Find /-type File. Okay, wir kriegen auch alle Dateien im eigenen Verzeichnis, das ist ja nicht so tragisch. Aber jetzt sehen wir auch die ganzen Dateinamen. Wenn wir jetzt sagen, wir hätten das gerne xargs echo echo n newline, nee. So, echo -e, dann zeigt er uns alle so an. Auf jeden Fall ist das Problem, dass uns Type die Dateinamen umbricht, und zwar weil es ein Leerzeichen findet. Dafür, das Ganze kann man umgehen. Lasst uns mal unser Skript anfangen. Wie nennen wir das denn? Ich würde sagen, wir nennen das bin move up oder move all up, mv all up. So, wir fangen natürlich an mit Dateiidentifikation /bin /bash und jetzt waren wir schon dabei, dass wir erstmal alles finden wollen. Find / im aktuellen Verzeichnis type f. Jetzt mache ich mal ein weiteres Konsolenfenster auf. Wir könnten uns mal unter man Find mal reingucken. Ich weiß, das steht ziemlich weit hinten. Das steht nämlich schon bei Actions. Da fängt es mit Actions an, was Find alles machen kann. Und hier haben wir eine Option, die heißt Print 0. Und bringt den gesamten Namen auf als Ausgang mit einem Null-Character am Ende. Das heißt, es erlaubt uns
auch Dateien aufzulisten, beispielsweise die Leerzeichen oder sogar Enterzeichen im Dateinamen enthalten. Und da haben wir gleich noch einen Tipp. Diese Option ist die gleiche wie das -0 bei Xargs. Also das sollte man verwenden. Dann wollen wir uns das doch mal angucken. -f -print 0. Dann hatten wir gesagt Xargs. Und jetzt haben wir den Tipp gekriegt -0. Und v -t. Ja, wohin? Nach //. Das wird nicht funktionieren. Denn wenn, sagen wir mal, bereits eine Datei im aktuellen Verzeichnis drin ist, die kann ja nicht auf sich selbst gemoved werden. Also ich würde mir hier ein temporäres Verzeichnis machen. Und zwar vorher. Make dir move tmp. Allerdings, wenn ich dieses Verzeichnis im aktuellen Verzeichnis mache, wird Find auch die Dateien finden, die dort drin sind. Dann versuchen wir das mal ein Verzeichnis darüber zu machen. So, also jetzt wissen wir, wo wir die erstmal hinschieben können, die Dateien. Move tmp. So, jetzt wollen wir aber auch noch die leeren Verzeichnisse löschen. Ich würde sagen, das machen wir auch mit Find. Ich habe hier noch das andere Fenster offen. Wir waren in meinem Find und dort unter Actions ist mir doch was aufgefallen. Na, wo sind die Actions? Sind wir schon bei Actions? Gleich als erstes. Hier steht Delete. So. Non-zero, bla 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 bla, depth, warning, don't forget to find command line and eventual expression, putting delete first will make find try to delete everything below. Okay, das sollten wir mal aufpassen. Delete immer als letztes anhängen. Specify depth in order to avoid later surprises. Ja, schöne Sprache, wir wollen keine späteren Übersprache. Ich mache uns noch ein Fenster auf, damit wir das ausprobieren können. CD Videos Serie. Achso, ich hätte gleich noch ls CD Season 01 machen können. So, hier haben wir die meisten rausgeholt. 2 sind noch in den Verzeichnissen. Das ist gut. Da können wir hier gleich mal testen, ob auch Verzeichnisse mit Inhalt gelöscht werden. Also, Find im aktuellen Verzeichnis. Type. Diesmal wollen wir keine Dateien finden. Das kann ich euch zeigen. Hier nochmal in, wo ist das? Find Manual. So, hier gibt es die Möglichkeit, und das unter Tests. Tests, Answer Time, bla 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 bla. False FS Type, nein, Filesystem Type wollen wir nicht. Name, newer, no group, no user, path. RS Type. Und zwar können wir hier sehen Block, Character, D für Directory und für Regular File gibt es halt F. F haben wir schon genutzt. Probieren wir uns jetzt mal mit D. Und zwar nicht in diesem Fenster, sondern in dem zuletzt geöffneten. D. Oh, wir haben Verzeichnisse gekriegt. Und zwar, und wir wollen den Parameter Delete nutzen. Oh, und jetzt ist was passiert. Was? Und zwar folgendes. Natürlich haben wir das Verzeichnis Punkt gefunden, das können wir nicht löschen, weil dort Dateien sich drin befinden. Beziehungsweise das darf nicht gelöscht werden. Und E01, E02 enthält eine Datei. Und wir kriegen eine Fehlermeldung, das Verzeichnis ist nicht leer. Die Fehlermeldung, sei es mal drum, aber wir sind die leeren Verzeichnisse los. Ich würde sagen, wir übernehmen den Befehl so in unser Skript. Unser Skript ist hier das große Fenster.
Also was haben wir? Find im aktuellen Verzeichnis, Type Directory, Delete. Jetzt brauchen wir eigentlich, ach ich sehe gerade, wir haben hier, ja, speichern, dann gleich nochmal rein, so, dann haben wir auch ein Highlighting ein bisschen. Ich sehe gerade, wir haben hier unsere Datei nach movetemp gesetzt. Natürlich müssen wir sie wieder zurückholen. Und das machen wir natürlich dadurch, dass wir movetemp aus diesem Verzeichnis alle Dateien, weil da können nur Dateien drin sein, die wir selber reingemoved haben, nach, naja, in dieses Verzeichnis. Und rmdir move tmp. Wir wollen ja keine Spuren hinterlassen. Außerdem hätte so ein Verzeichnis keinen Sinn. So, ich würde sagen, unser Skript ist schon fast fertig. Jetzt können wir das natürlich mal testen. Wir speichern das in mv-all-up, machen chmod +x /bin /mv-all-up. So, jetzt können wir das hier ausprobieren. Wir haben nämlich hier schon Dateien drin. Move-all-up. Fertig. Was passiert? Nicht viel. Wir haben S01, E01 hier, aber wir haben auch Directory E01, E02 hier. Warum? Na, da wollen wir nochmal in unser Skript reingucken. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. So muss das heißen. Ein kleiner Schreibfehler. So. Zum Glück hat uns Find nicht alles gelöscht, weil es sich selbst ausgetrickst hat. Dadurch, dass wir regular Find genommen haben und delete gesagt haben, aber unsere Dateien Leerzeichen enthalten, haben wir nicht aus Versehen alles gelöscht. So, jetzt wissen wir, dass in den Verzeichnissen E01 und E02 nichts mehr drin ist. Trotzdem führen wir einmal move-all-up aus. Oh. Ausführen, nicht bearbeiten. So, move-all-up. Dann sollten unsere beiden Verzeichnisse auch verschwunden sein. Ja, hier gibt uns Find natürlich einen Fehler, dass es aktuelles Verzeichnis nicht löschen kann, aber die Verzeichnisse sind weg. Wir probieren das mal mit Season 2. Hier haben wir noch alle Verzeichnisse da. mv-all-up. Und was ist passiert? Alle Dateien sind hier. Natürlich könnten wir die jetzt noch belieben noch renamen. Aber das soll es gewesen sein. Die praktische Anwendung des Skripts. Ein kleiner 5-Zeiler. Allerdings, wie ich finde, mit großer Wirkung. Na gut, ich wünsche euch viel Spaß und verspreche, das nächste Video kommt ein bisschen eher als dieses. Ich hatte ein paar private Belange zu erledigen. Bis denn, ciao, ciao, euer Mr. Retro.